Musst du wirklich nächste Woche schon wieder nach England zurück? Ich habe mich gerade dran gewöhnt, dass du wieder hier bist. Ich will dich eigentlich gar nicht mehr hergeben. Aua. Du hast doch gesagt, es wäre okay für dich, dass ich meinen Vertrag um 1 Jahr verlängere. Das ist es auch, aber ich werde dich trotzdem fürchterlich vermissen. Ich werde dich noch mehr vermissen. Immer zweimal mehr wie du. Entschuldige. Kein Thema. Ist wichtig? Ach Quatsch, nee, ist nur irgendwie mein Provider, der nur wieder irgendwie so einen tollen Tarif andrehen oder was? Na, super. So, aber jetzt. Wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß gar nicht. Sind das wieder deine Handyfritzen? Das grenzt langsam an Nötigung. Aber hallo, so. Jetzt stört uns keiner mehr. Na, Gott sei Dank. Ich bin gleich wieder da. Ich hole uns noch irgendwas zu trinken. Hi, it's me, Chris. No, wait. Don't call me again, okay? We had sex once. And that's the end of the story. No. It happened because I was drunk, yeah? I'm married, happily. So forget about us and leave me alone, okay? Wow, Wie lange stehst du denn schon da? lang genug. Pass auf, Jessica. Nicht, dass du die Situation jetzt irgendwie missverstehst. Ganz bestimmt nicht. Ich kann vielleicht nicht so gut Englisch, aber we had sex, verstehe sogar ich. Christian, du hast hackenstrack mit irgend so einem Typen geschlafen? Jetzt willst du, dass er sich nicht mehr meldet, damit Olli nicht merkt, dass du ihn betrogen hast? Nein. Ach, Gott. Es war eine Frau. Jessica, Herrgott, ich war betrunken und einsam. Und dann war ich halt in dieser Bar und dann war da diese Frau und wir haben noch mehr getrunken und an den Rest kann ich mich nicht erinnern. Filmriss? Naja, wir sind zusammen in einem Bett aufgewacht. Du Scheiße. Also du kannst auf gar keinen Fall Olli was davon sagen. Wenn er mitkriegt, dass du ihn nach der Sache mit mir nochmal betrogen hast und du schon wieder mit einer Frau... Ich weiß doch auch nicht, wie das schon wieder passieren konnte. Da hat einer die Windeln voll. Lustig, Dana. Meinst du, ich bin da stolz drauf oder was? Ich glaube, Dana meint Maxis Windeln. Und er hat die Hosen voll, weil er fremdgegangen ist. Jessica! Mit der Frau. Danke für deine Diskretion. Sorry, sie ist meine Verlobte. Du bist Olli fremdgegangen und jetzt willst du ihm nichts davon erzählen? Ja, natürlich nicht. Sonst würde er doch nur sein Gewissen erleichtern und Olli wird's richtig mies gehen. So, dass du so denkst, war ja klar. Du hast Hagen ja auch dazu gebracht, mich wochenlang zu belügen. Ja. Und wenn ich nicht schwanger geworden wäre, dann wüsstest du heute noch nichts davon, wärst jetzt glücklich mit ihm und alles wäre gut. Wenn er nicht tot wäre. Mein Gott, das ist was anderes, Dana. Ja, weil Christian nicht schwanger werden kann. Glaubst du nicht, Olli hat die Wahrheit verdient? Ja, wo steckst du denn? Hey, was ist denn das für ein konspiratives Treffen? Hast du nicht was zu trinken holen? Ah, ich mach schon selbst. Gott.
Was war denn da gerade bei Donna und Jessie los? Haben die beiden sich gestritten? Nicht wirklich. Ah, ich verstehe schon. Die beiden haben dir ein Geheimnis anvertraut und du willst nicht gleich weitertratschen. Olli, Nee, lass mal. Ich will dich gar nicht in einen Gewissenskonflikt bringen. Ich weiß doch, wie ungern du lügst. Jetzt komm wieder ins Bett. Olli, Ja? du weißt doch, wie sehr ich dich liebe, oder? Ja, reden kannst du viel. Ich will jetzt Beweise. Eindeutige Beweise. Das hat ja schon mal gut angefangen. Ich habe mir nämlich vorgenommen, dass wir nur noch schöne Sachen machen, solange du da bist. Kennst du zum Beispiel Trudes Tanzpalast? Das ist so ein richtig plüschiger Tanzschuppen hier in der Nähe. Mit Tischtelefonen, allem Pipapo. Das ist so richtig ranzig, weißt du? Das sind früher nur Omas und Opas, aber inzwischen ist der richtig angesagt. Da könnten wir zwei doch mal hingehen. Und dann tun wir so, als kennen wir uns gar nicht und sind nur auf dem Flirt aus. Und dann bandeln wir erstmal übers Telefon an, protzen mit unseren Walzerkünsten. Hallo, hier ist Tisch 13, sind Sie Chrissy? Und Ich muss dir was sagen. sag nicht, dass du schon früher zurück nach England musst. Nein. Gut, das wäre nämlich ein Super-GAU gewesen. Was ist denn los? Christian, jetzt guck nicht nur so und sag was. Das letzte Mal, als du so geguckt hast, warst du mit Jessie in der Kiste. Sag, dass das nicht war's. Hatte nichts zu bedeuten, das musst du mir glauben. Gar nichts muss ich. Ich verstehe total, dass du sauer auf mich bist, aber... Mann, Olli, ich hasse mich selbst dafür. Gut, ich dich auch. Das Letzte, was ich wollte, ist dir damit weh zu tun. Ich liebe dich. Mann, hätte ich doch einfach mal meine Klappe gehalten. Wieso? Was hätte das geändert? Hättest du mich weiter belogen? Mir die heile Welt vorgespielt? Ach, so war das doch überhaupt nicht gemeint, Olli. Wie denn dann? Seit Tagen schleichst du hier feige rum und verarscht mich von vorne bis hinten. Ziehst diese Strip-Nummer ab. Willst mit mir verreisen, alle Nase lang vögeln. Und das alles nur, weil du ein schlechtes Gewissen hast. Nein, weil es stimmt. Ach, halt die Klappe oder ich kotze! Vor ein paar Tagen habe ich dich gefragt, ob es noch irgendwas gibt, was du mir sagen musst. Und du hast Nein gesagt. Ja, weil es in diesem Augenblick, keine Ahnung, da habe ich überhaupt nicht daran gedacht. Weil es für mich überhaupt nichts zu bedeuten hatte. Aber für mich hat es was zu bedeuten, ob mein Mann mit anderen Typen in die Kiste springt. Oder war es überhaupt ein Typ oder zur Abwechslung mal wieder eine Frau? Ist dir das klar? Und sag jetzt bitte nicht, dass das nichts zu bedeuten hatte. Du weißt genauso gut wie ich, dass das nicht stimmt. Das war eine Fehlzündung. Das waren Hormone, keine Ahnung, es ist... Verdammte Scheiße, es hatte nichts zu bedeuten, diese Frau. Aber offenbar bedeutest du ihr was. Das war sie doch vorhin am Telefon, oder? Ich habe ihr 1000-mal gesagt, sie soll mich nicht mehr anrufen. Muss sie ja auch nicht. Bald bist du ja wieder da. Ist das auch der Grund, warum du ein Jahr länger in England bleiben willst? Nein. Olli, ich liebe dich. Ich liebe nur dich. Und deswegen springst du alle Nase lang mit irgendwelchen Tussis in die Kiste? Christian, kapierst du's nicht? Du bist da auf der Suche nach irgendwas, was ich dir niemals geben kann. Und das bedeutet alles. Nein, es bedeutet nichts. Olli, das musst du mir glauben. Wie soll ich dir jemals überhaupt wieder irgendwas glauben? Olli, jetzt warte mal. Olli! Scheiße! Du meinst echt, es wird besser, wenn ihr euch scheiden lasst? Vielleicht brauchen wir einen ganz klaren Schnitt, um uns auf unser neues Leben zu konzentrieren.
Olli? Hey. Hey. Du hast mit ihm geredet? Du hattest recht. Ich konnte Olli nicht weiter anlügen. Er hat es verdient, dass ich ihm wenigstens die Wahrheit sage. Auch wenn ich damit vielleicht alles kaputt gemacht habe. Das Schlimmste für Olli ist, dass es wieder genau das Gleiche ist wie damals. Ich war besoffen und dann lande ich mit einer Frau im Bett. Tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber ich wüsste auch nicht, wie ich reagiert hätte, hätte Hagen mich nochmal betrogen. Das mit Jessie war schon hart genug. Für Olli auch. Das war das Ende unserer Ehe. Aber ihr habt euch doch wieder zusammengerauft. Olli hat ihr verziehen und ihr habt sogar noch mehr geheiratet. Und ich habe ihm geschworen, dass sowas nie wieder passiert. Was bin ich eigentlich für ein Idiot? Ich liebe Olli. Und trotzdem. Glaubst du, er wird mir noch mal verzeihen? Ich wünsche es mir. Für dich. Für euch. Da bist du ja. Olli, ich bin hier fast verrückt geworden. Pass auf, Ich habe darüber nachgedacht, ob ich diese Ehe so noch will. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, so nicht. Du kannst nicht treu sein. Und du willst keine Verpflichtungen eingehen und schlafen mit wem du willst. Was? Nein. Aber was du kannst, das kann ich auch. Du willst dich trennen. Nein, das heißt, ich will eine offene Beziehung. Wer weiß, vielleicht finde ich ja auch noch Gefallen dran.